Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FAU-Vlog. Holt euch am besten einen Tee und packt euren inneren Shakespeare raus, denn heute quatsche ich über Theater- und Medienwissenschaften und warum ich mich dafür entschieden habe. Mein Studiengang ist ein Zweifach-Bachelor und ich habe mich da für die Kombi Germanistik und Theater- und Medienwissenschaften entschieden. Germanistik war ursprünglich auch mein Erstfach, allerdings hat sich das im Laufe der Zeit geändert, weil ich einfach gemerkt habe, dass Theater- und Medienwissenschaften oder kurz TeWi-Mewi mir doch mehr liegt und deswegen habe ich das dann zu meinem Erstfach gemacht. Für mich war eigentlich nach dem Abi schon klar, dass ich das klassische irgendwas mit Medien machen möchte, einfach weil ich mich schon zu Schulzeiten total für Kameras, Fotografie und auch Schnittprogramme interessiert habe. Und dann habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, mich für meinen Studiengang zu entscheiden, habe in der Zwischenzeit noch ein Praktikum bei einer Zeitung und auch bei einem Verlag gemacht und habe da richtig positive Erfahrungen sammeln können und deswegen hat es meinen Entschluss, mich danach für irgendwas mit Medien zu entscheiden, nochmal bestärkt. Ich habe mich dann über Studiengänge in der Medienwelt informiert und die größte Frage, die da aufkam, war, mache ich eher was Medienwissenschaftliches oder was Medienpraktisches? Zur Auswahl standen dann unter anderem die FH Ansbach mit dem Studiengang Multimedia und Kommunikation und auch die Makromedia Hochschule und auf der wissenschaftlichen Seite Bamberg und auch Erlangen mit Medienwissenschaft. Die Makromedia ist nach einem Blick auf die Studienkosten direkt rausgeflogen und danach habe ich mich auch eher meinem Bauchgefühl nach dafür entschieden, dass ich was Medienwissenschaftliches machen möchte, anstatt was Medienpraktisches. Deswegen kamen dann eben nur noch Bamberg und Erlangen in Frage und da habe ich mich für Erlangen entschieden, weil die FAU neben Frankfurt am Main und Bayreuth die einzige Uni in Deutschland ist, die Theater- und Medienwissenschaften als Kombifach anbietet. Zusätzlich hatte ich dann noch die Möglichkeit, Germanistik eben als Fach dazu zu wählen und weil Deutsch in der Schule mein Lieblingsfach war, hat mir das total zugesagt. Also erstmal erwartet euch ein unfassbar umfassendes Grundlagenjahr in allem, was Theater- und Mediengeschichte, Historiographie, Analyse, Praxis und auch wissenschaftliches Arbeiten angeht. Gerade wenn man ein Zweifach wie Germanistik hat, was auch unfassbar viel Lernaufwand mit sich bringt, dann ist es extrem viel Input auf einmal und ich glaube, ich habe auch noch nie so viel gelernt wie in den Prüfungsphasen meiner ersten beiden Semester. Danach entspannt sich die Lage aber ein bisschen, vor allem weil Praxismodule dazukommen und weil man außerdem die Möglichkeit hat, sich so ein bisschen zu orientieren, ob man eher in die Medienrichtung oder in die Theaterrichtung unterwegs sein möchte. Da gibt es nämlich keine festen Vorgaben für die Kurse, solange danach das Modul erfüllt wird. Ich für meinen Teil bin mittlerweile eigentlich fast nur noch im Medienbereich unterwegs, einfach weil das eine extrem junge Wissenschaft ist und ich das total interessant finde, wenn es noch so viele Themenbereiche gibt, die eigentlich noch gar nicht bearbeitet sind. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal ein Seminar über GTA. Nur so am Rande. Eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte, bevor man irgendwas mit Medien macht, ist, ob man eher einen praxisorientierten oder einen wissenschaftlichen Studiengang wählen möchte. An der FAU konkret ist Theater- und Medienwissenschaft eben eher theoretisch orientiert. Das heißt, man lernt auf jeden Fall mehr darüber, wie man Theater und Medien betrachtet, als darüber, wie man sie produziert. Ein theoretisch orientierter Studiengang heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass man die ganze Zeit nur Bücher wälzt, liest und irgendwelche Hausarbeiten schreibt. Denn es gibt auf der einen Seite die Praxismodule, das heißt, da kann man sich im Drehbuchschreiben ausprobieren oder auch Audioprojekte erstellen. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine wahnsinnige Range an Schlüsselqualifikationen, die man nebenbei belegen kann und die sich auch mit den Themen, die für Medien und Theater relevant sind, beschäftigen. Ich bin ja jetzt zum Beispiel vor allem bei Funklus unterwegs, wo ich unfassbar viel lerne, was mit Radio- und Videoproduktion und auch mit Webpräsenz zu tun hat. Vor Corona war ich außerdem noch beim Kurzfilmfestival Kitazo aktiv, wo man auch mal richtig gut lernen kann, wie man zum Beispiel ein Event organisiert, richtig Werbung macht und so weiter. Und für alle am Journalismus Interessierten gibt es zum Beispiel das V-Studi-Magazin oder das Reflex-Magazin, bei dem man journalistisch und schreiberisch tätig werden kann. Und auch im Theaterbereich ist man vom Arena Theaterfestival über Impro-Kurse bis hin zu fremdsprachigen Theater-Gs ganz gut versorgt. Diese Kurse spielen auch eine Rolle für die Prüfungsleistungen, denn mit den Prüfungsleistungen ist es in TeWi-Mewi generell so, dass in den ersten beiden Semestern eigentlich eine Prüfung nach der anderen kommt und danach schreibt man zum Großteil aber nur noch Hausarbeiten. Insgesamt ist mir außerdem aufgefallen, dass es weniger Kurse und Module zu besuchen gibt als zum Beispiel in Germanistik. Das ist aber auch so gewollt und es liegt daran, dass 30 ECTS danach von Schlüsselqualifikationen kommen sollen. Das heißt, man kann die eben genannten AGs dafür benutzen, um eben Schlüsselqualifikationspunkte zu generieren, aber man kann zum Beispiel auch Fremdsprachenkurse besuchen.
Welchen Beruf man danach annimmt, das hängt stark von der eigenen Orientierung im Studium ab. Erstmal geht es darum, herauszufinden, interessiere ich mich vielleicht mehr für Theater oder mehr für Medien oder eine Kombination aus den beiden. Unter Umständen kann da auch noch das Zweitfach eine Rolle spielen und dann natürlich unter anderem die Schlüsselqualis, die man so belegt und Praktika, die man während dem Studium macht. Beliebte Jobs im Bereich vom Theater sind natürlich alle, die irgendwas mit dem Theater zu tun haben, also von DarstellerInnen bis zu Intendantin, RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen oder auch was die Theaterverwaltung angeht. Im Medienbereich geht es für viele danach ins Redaktions- oder Verlagswesen, das heißt von RedakteurInnen über Editorin bis hin zu ProduzentInnen ist da eigentlich alles drin. Das Klischee, dass alle GeisteswissenschaftlerInnen im Endeffekt nur Taxi fahren oder im Callcenter arbeiten, hält sich zwar beständig, aber ich glaube, dass jeder Studiengang zu dem wird, was man daraus macht und die Bandbreite an Optionen ist da gefühlt wirklich unendlich. Prinzipiell würde ich sagen, dass TW-MEVI auf jeden Fall ein Studienfach für alle ist, die sich erstens für Theater und für Medien interessieren und die zweitens ein möglichst großes kreatives Feld haben wollen, um sich da mal auszuprobieren. Ich hoffe, ihr seid jetzt besser informiert als vorher und könnt bei eurem nächsten WG-Casting richtig gut punkten. Ich für meinen Teil gehe jetzt noch eine Runde in die Sonne, denn das Wetter ist echt verdammt schön. Ich hoffe, ihr macht dasselbe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!